Hi! Man möchte es kaum glauben, aber ich spiele das Elysium weiter. Ich habe gesehen, dass ich das letzte Mal vor 3 Monaten gespielt habe, also wird es jetzt sehr interessant. Ich habe natürlich noch mal geguckt, was ich gemacht habe, zumindest grob. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Aber, naja, schauen wir einfach mal, wo es uns hinführt. Ich denke mal, viel falsch machen können wir nicht, weil das Spiel ja auch mehr oder weniger entscheidungsbasiert ist. So, also, wir müssen hier ja etwas aufklären. Konnte ich mit dir reden? Na, da war doch gerade ein X. Nicht mehr? Nein, dann halt nicht. Okay. Okay. Schauen wir erstmal, was hier so geht. Aufträge. Gut. Finde Zigaretten und rauche sie. Eingetragen, Montag 8.28 Uhr. Okay, es ist fast 9 Uhr. Du musst ein paar Zigaretten in die Finger kriegen und sie dann rauchen, der gewaltigen Boni wegen. Finde eine Packung und nimm sie in die Hand. Lege sie in dein Inventar auf deinem Handplatz ab. Den Rest erledigen die Kippen von selbst. Das ist natürlich geil. Okay, was haben wir hier noch? Finde Alkohol und trinke ihn. Dein Kater ist wirklich übel, du musst ihn unbedingt lindern. Finde eine Flasche Alkohol, nimm sie in die Hand, lege sie in dein Inventar auf einem Handplatz ab und lass der Magie freien Lauf. Das ist die Ziele sind herrlich. Finde ich richtig genial. Befrage den Cafeteria-Manager des. Ach nee, der Cafeteria-Manager des Whirling in Rex könnte etwas über den im Hinterhof geschehenen Mord wissen. Frage ihn danach. Untersuche die Leiche des Opfers. Ich glaube, das habe ich alles schon in meinem anderen Video vorgelesen. Oh ja, stimmt. Ich habe ja meinen Ausweis auch verloren. Und singe Karaoke. Besorge dir ein trauriges Lied auf Ton. Okay, gut. Dann schauen wir einfach mal, was so passiert. Ich habe gedacht, X wäre Dingens. Ne? Muss mal kurz hier wieder mein Muscle Memory ein bisschen anspannen und gucken, welche. Ah, das ist so. Interessant. Der Controller geht richtig ab, wenn ich rein und rauszoome. Ich tippe mal drauf, dass ich X eigentlich als Aktionstaste habe. Dachte ich zumindest. Aber ich kann gerade nirgendwo eine Aktion ausführen. Schauen wir mal, was passiert. Kann ich mit dir reden, Kollege? Nee, kann ich auch nicht. Gut. Ich gehe jetzt einfach nochmal hoch. Ich kann nicht hoch. Okay. Oh. Yes? Ah, also ich habe jetzt irgendwas gedrückt und dann war das X. Ich bin irgendwie so ein richtiger Noob. Egal. So. Erzählen Sie mir von dem Fall. Ich glaube, Sie sollten wissen, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich will über Sie reden. Sie scheinen mir hinterher zu. Das ist ziemlich obvious. Ich nehme das mal. Excuse me? Was, wenn ich diesen Fall alleine lösen möchte? Verziehen Sie sich, Sie verhunzen mir meinen Stil. Nichts, nur eine Beobachtung. Ja, nur eine You Beobachtung. have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt für meinen Gang. Was meinen Sie denn mit unverwechselbar? Du gehst nicht weiter drauf ein. Ich mach das I mal. hope you don't take this the wrong way. It's just a collegial observation. In the 57th, we call it the Jamrock Shuffle. Officers from Jamrock's 41st Precinct tend to move a bit erratically. Inwiefern? They say it's a scene-clearing technique developed by one of your lieutenants for gathering evidence. It's erratic, yet thorough. Prioritizes containers. Was? Meinen Sie das ernst? Warum Behälter? Na schön, das ist rassistisch. Ich gebe Behältern keine Priorität. Okay, warum Behälter? I don't know. Containers contain, I guess. I'm making assumptions. We should move on. Containers, Passing Container. along frivolous interdepartmental stereotypes is not usually his oeuvre. He regrets bringing it up. Ah, ja, stimmt. Mein Inneres redet ja mit mir.
Gut. Was nehmen wir denn noch? Ich nehme mal das zweite, das finde ich gut. No response. He just arches his brow. Ich glaube, ich muss mich wiederholen. Ich erinnere mich an nichts. Ich hatte sehr viel getrunken. Okay, vergessen Sie es. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? Was? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Okay, was ist denn so falsch an persönlichen Angelegenheiten? Worauf sollte ich mich denn dann konzentrieren? Aber ich habe nicht einmal grundlegende Informationen zu der Organisation, zu der wir gehören. Können Sie mir helfen? Leider handelt es sich um ein medizinisches Problem. Du fährst fort. Na schön, du lässt davon ab. Ich könnte ihm natürlich weiter davon erzählen, aber ich nehme das zweite. Try work. The case at hand. It can work miracles. Okay, dann noch das erste. Not a fan. It's just the nature of lieutenancy. Okay, und jetzt noch das. Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. If you're still having trouble then, I can give you an orientation. Das ist aber nett. Gut. Leider handelt es sich um ein medizinisches Problem. Das war jetzt auch. Really? You look fine to me. Ja, ich rede hier von unglaublich ernsten Schäden. Ich habe mein Spiegelbild betrachtet und hatte keine Ahnung, wer ich war. This psychodrama is unbecoming of an officer. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Ich muss einen schweren Hirnschaden erlitten haben. In einem bisher nie dagewesenen Ausmaß. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there anything else you wanted? Ja, erzählen Sie mir von dem Fall. What do you want to know? Buchstäblich alles. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Würden Sie sagen, dass der Fall mysteriös ist? Oh, das ist cool. No, it's not a particularly mysterious case. Warum nicht? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Okay. Ich dachte, dass da vielleicht etwas aus einer anderen Welt dahinter stecken könnte. Sie wissen schon etwas supranatürliches. Supranatürlich. Sehr gut. Ein weißer Mann über 40. Sagt das nicht alles? Ich persönlich finde Arbeitskonflikte sehr mysteriös. Okay, also ist der Fall wahrscheinlich nicht mysteriös, aber könnte er sexy sein. Oh, ich weiß gar nicht, was ich nehme. Ich finde das letzte und das erste einfach nur gut. Ach komm, ich nehme das letzte. There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was Cut this boring stuff off immediately. You know what this case is about. Vielleicht ist eine junge Frau in den Fall verwickelt. Sind Sie sicher, dass es nicht doch etwas mit Sex zu tun haben könnte? Na gut, damit ist das wohl erledigt. Also meine Elektrochemie sagt mir, ich soll in die Richtung gehen. Ja, komm. Good point. Martinez is famed for its occult sex murder rights. We'll get on it immediately. Wow, wirklich? Das ist ja mega sexy. Das Spiel macht mich fertig. Es muss nicht unbedingt eine Sekte sein. Sex und Mord reichen auch schon aus. Es muss nicht unbedingt um Mord gehen. Sex reicht auch schon aus. Ich nehme das erste. No, not really. Was there anything else? Ich finde so gut, wie abgeklärt der ist. He's basically challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Sit on it a bit. Then hit him with it. Okay. Wenn wir zu verschiedenen Revieren gehören, wie kommt es dann, dass wir am selben Fall arbeiten? Oh, das ist auch noch interessant. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Pissing competition. Okay. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. Wie meinen Sie das? You don't know? I assumed you were in on it. Ich erinnere mich nicht daran, in irgendetwas eingeweiht zu sein. Sie wissen doch, worin ich eingeweiht bin. Retrograde Amnesie.
Sagen Sie es mir. Okay, die retrograde Amnesie hat gewonnen. Better still than an imbecile cop-off. Bullenwettstreit. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Sie sollten es mir jetzt sagen, es scheint mir relevant zu sein. Oder ich gehe nicht weiter drauf ein. Doch. Later. Was there anything else you wanted to know about the case? Ah, okay. Lassen wir erstmal davon Good. ab. Oh. Ah, stimmt. Ich kann ja hier auch würfeln. Innenleben, legendär 14. Du überzeugst Kim, dass der Fall eine düstere, aber sexy Wendung hat. Ich probier's. Only Komm schon. banal things Ah, strike you. schade. At the core, you're a very banal person with a very small soul. Oh, my soul is not small. One you should be ashamed of. It's no wonder the soft one doesn't want it back. It was right to abandon you. Wow, nett. Aber gut, ich glaube, es war so investiere Fähigkeitspunkte in Innenleben, um diese Weise proben. Okay, wenn ich dann mehr gemacht habe, dann kann ich genau. Wie ging das? Ach ja, genau, hier Punkte verteilen. So geht das. Okay. Ich glaube, ich habe aber auch gerade keine, weil ich glaube, ich habe die beim letzten Mal schon verteilt. Gut. Dann sprechen wir jetzt endlich mal mit dem Barmann. Ich habe jetzt sehr viel Zeit mit Kim verbracht. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gard, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Als er dich ansieht, fällt ihm auf, dass er deinen Namen noch nicht kennt. Dem Vorboten des Untergangs. Wie bereits gesagt, Detective Raphael Ambrosius Cousteau. Ich bin derzeit auf Namen so. Ich könnte alles nehmen, es ist so gut. Kann ich etwas zu trinken haben? Du sagst nichts. Ich nehme den Vorboten des Untergangs, das gefällt mir. What? Nichts, ich wollte nur sehen, was passiert, wenn ich das sage. Jetzt weiß ich es. Die Dämmerung, das bin ich. I have no idea what that means. Ich habe am Abgrund gestanden, Cafeteria Manager. Ich habe das Ende gesehen. Das menschliche Experiment wird bald vorüber sein, Cafeteria Manager. Es spielt keine Rolle, ob Sie es verstehen. Ja. What is this, a joke to you? Is this what you get when you call the police now? This guy? We've been waiting for a week here. Immerhin bin ich da, oder? Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. For a moment, the cafeteria manager fidgets under the lieutenant's gaze. Then he gives in. Ah, Gott sei Dank. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Er klingt richtig begeistert von seinem Job. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Er sieht hinter einem Stapel Untersetzer nach, findet einen Zettel und überreicht ihn dem Lieutenant. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Ja, was? Wer, ich? Was? It's your turn. Er macht respektvoll einen kleinen Schritt zurück. Na, das tut er aber gerade nicht.
Ach, Sie meinen Fragen? Danke, nicht nötig. Na, wir fragen mal. Yes, yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would? Der Cafeteria-Manager regt sich eindeutig wieder auf. Okay, wo genau ist die Leiche? Wer hat ihn umgebracht? Warum ist Sylvie gegangen? Wissen Sie eigentlich? Fällt mir rein gar nichts dazu ein. Wo genau ist die Leiche? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Und wie kommen wir dann dorthin? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Wow. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. Okay. Wer hat ihn umgebracht? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Haben Sie ihn umgebracht? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Ja, wer weiß. Man darf ja wohl mal fragen, oder? Suddenly you tense up. Blood is being pushed to your muscles. You should hound him on this. Hound him hard. The prey drive says. Haben Sie ihn umgebracht, Guard? Okay, ich werde deswegen keine Hetzjagd auf Sie veranstalten. Versuchen wir mal hier ein bisschen vernünftig zu sein. Oh, thank you. Warum ist Sylvie gegangen? She went away because none of your business. Sie ist ein Teil der nahenden Apokalypse. Hallo? Das ist wichtig. Jetzt sind Sie dem Thema schon zweimal ausgewichen. Na schön. Oh my god, what is your obsession with this Sylvie person? Get over it. Maybe it's he who's obsessed with this Sylvie person. Certainly sounds like it. Man weiß nie, ne? Gut, das wäre dann alles. Let's go. Auftrag abgeschlossen. Befrage den Cafeteria-Manager. Erfahrung gewonnen 30. Oh, Not schön. so fast. You owe me 130 real. Was? Für was? No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Was ist real? Ah, schade, du machst dich unbemerkt aus dem Staub. 28% ist echt schwierig und ich kann es nur einmal machen. Einen Scheiß schulde ich ihn. Okay, einen Scheiß schulde ich ihn. Oh, you don't owe me shit. Well, officer, you're right. You don't owe me shit, you owe me money. Warum ist der so schlagfertig? We do not need to assert ourselves here. We only need instructions from him. This is the proprietor, remember? Nein, er hat mich eine, ich tippe mal, dass es Schwuchtel ist, genannt. Für mich hat sich das wie eine Erpressung angehört. In Ordnung, beruhigen Sie sich. Worum geht es hier? You know, I get this all the time. Some hobo comes in here or some backpacking arsehole off the boat. The next day, when they can't make their fees, they get aggressive. I just never thought I'd be in this shit with a cop. Please, just give me the money. Ist auf einmal verzweifelt. Who does that clown think he is? Arrest him! Hat meine Krawatte gerade zweimal mit mir gesprochen? Wofür genau schulde ich diesem Laden Geld? Aber was genau ist dieses Geld? Sie sind festgenommen. Ich erstmal fragen, für was ich überhaupt Geld schulde. Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Tja, daran kann ich mich nicht erinnern. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Okay. Erstmal, was genau ist dieses Geld? What are you, brain damaged? Das ist gar nicht so abwegig. Seit ich aufgewacht bin, fällt es mir schwer, mich an die grundlegendsten Konzepte der Realität zu erinnern. Nein, ich befinde mich nur in einer Orientierungsphase.
Das ist gar nicht so abwegig. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Dass er das mit so einer Engelsgeduld jetzt erklärt hat, das ist... Wow. Respekt. Okay, wie komme ich an Geld? Wozu brauche ich es? Du fährst fort und zeigst ihm die Münzen, die du gefunden hast. Ist das Geld? Oder du fährst fort, zeigst ihm aber nicht die Münzen, sie gehören dir. Wie komme ich an Geld? Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Some do take recompense, but only to survive. Wozu brauche ich es? For survival, to pay me. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to stay in Martinez, and it's a cold spring outside. Money doesn't make you happy, but it lets you be unhappy for a while longer. If you run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That's why I need you to pay me. I'm not an asshole. Okay, ich zeige ihm die Münzen. Yes, it is. Du zählst sie und gibst sie. Das ist 10 plus 10 plus 20, was 40 ergibt. Jetzt fehlen mir nur noch 90, korrekt? Okay. No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. Aber das ist ja furchtbar. It is. Er steht stumm da und blickt auf das Wechselgeld auf der Theke. For a moment, his antipathy is overcome by compassion for the sheer smallness of the money. Du nimmst die Münzen an. He demonstratively suppresses a world-weary sigh. Okay, ich nehme das mit der Krawatte noch. No one is saying that. No one is saying that Ty can talk. That would be ludicrous. It's just that you should arrest him. It would be wiser. He wants to take your money. Das ist mir unangenehm. Du versuchst die Krawatte irgendwie zu verstecken. Klasse Ratschlag, ich ziehe es in Betracht. Du zupfst bestätigend an der Krawatte. Auf keinen Fall, ich habe Pflichten, ich bin ein Polizist, ich werde nicht mit einer Krawatte sprechen. Du nimmst die Krawatte ab. Das ist mir unangenehm. The lieutenant watches you fiddle with your horrific tie. Sweat stains forming under your armpits. He puts his hand on your shoulder. If you don't have the money, it's okay. None of us are in this for the wages. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Okay, wir nehmen ihn jetzt nicht fest. Wir fragen mal, wie es jetzt weitergeht. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Er zuckt mit den Schultern. Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Kann ich in der Gegend nicht irgendwo anders übernachten? Ich habe kein Zuhause. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wo mein Zuhause ist. Scheiß auf den Laden, ich probiere mein Glück auf der Straße. Mal sehen, was sich da machen lässt. Die Möglichkeiten an Antworten, die man geben kann, das ist 1A. Es ist wirklich top. Wenn man so an andere Spiele denkt, gerade Spiele mit generischen Antworten, wo du eigentlich, also wo es eigentlich völlig egal ist, was du sagst, also die Story geht trotzdem weiter. Aber hier beeinflusst jede Kleinigkeit, wie du dich gibst, ob du halt dann wirklich der Superstar am Ende bist und nicht nur der, für den du dich hältst, oder ob du eben, keine Ahnung, voll der Versager bist. Und das ist so genial, es macht so viel Spaß. Wow. Okay, erstmal weitermachen jetzt. So, ich erinnere mich nicht mehr daran, wo mein Zuhause ist. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. We have to get this investigation started now. Ja, schon eine halbe Stunde hier verplempert. Good luck. Okay. Neuer Auftrag, bezahle die Schäden. Was ist der Kreis? By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights.
Where were you before? You had to be somewhere. Ich weiß es nicht. In der Nähe? Vielleicht im Süden? Weit weg? Da, wo Milch und Honig fließen. Oh, das ist gut. Why did you say that? Das sind bloß Synapsen, die losfeuern. Es hat nichts zu bedeuten. Das muss irgendeine Bedeutung für mich haben. Lieutenant Kitsuragi, kennen Sie den Ort, an dem Milch und Honig fließen? Oh ja. No. But isn't that an expression, not a place? Eine Redewendung? A saying. Up on Marvel Hill, a great high place. One that is impossible to climb back to. Der ist so bierernst, das ist so cool. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Das ist richtig. Könnte ich irgendwie den Weg zurück herausfinden, bis zur genauen Straße, zur genauen Hausnummer an einem Gebäude? Ich lebe einfach in einem Müllcontainer. Mir egal. Scheiß auf alles. Vagabulle. Vagabulle. Ja. Entertain the thought when you get the time. Maybe being a hobo and a cop has its advantages. Ja, vielleicht, ne? Das werden wir dann sehen. Okay, jetzt hat sich... Ich habe Moral zurückgewonnen. Wundervoll. Wie komme ich denn da unten rein? Ah, mit den R-Tasten und L-Tasten, alles klar. Habe ich eigentlich noch irgendwas anderes hier? Nee. Okay. Neue Aufträge. Ja, so viele Aufträge jetzt. Einfach, weil ständig welche dazukommen. Tagesabschlussbesprechung. Ach genau. Kim kann dir etwaige Fragen zum Fall oder zu BMR beantworten. Geselle dich nach 22 Uhr auf dem Balkon des Whirling in Rex zu ihm, wenn du Feierabend machst. Wenn ich Feierabend mache. Was ist hier mit der Karte? Schlafender Hafenarbeiter. Ah, ich brauche noch eine Stadtkarte. Alles klar. Okay, dann haben wir hier freigeschaltet Vagabulle. Okay, mal kurz reingucken. Vorübergehender Forschungsbonus. -1 Beherrschung. Unansehnlich und umherwandernd. Forschungszeit 4 Stunden 20 Minuten. Problem. Ein Bulle und ein Vagabund. Ein Vagabulle. Vorteile. Darf zersaust sein, muss sich nicht waschen, kann taumelnd herumtorkeln. Der Vagabulle braucht nichts und niemand. Niemand kann dich rauswerfen, weil du gar kein Zuhause hast. Du musst nie wieder Miete zahlen. Du musst dir nie wieder anhören, du bist betrunken. Was willst du überhaupt hier, Harry? Geh nach Hause. Du bist nur peinlich. Nachteile? Gibt es welche? Ich meine es ernst. Nenn mir einen. Nice. Kann ich hier zwischen Problem und Lösung wechseln? Sieht nicht so aus. Okay, verinnerlichen. Die anderen habe ich ja noch nicht freigeschaltet, deswegen sehe ich auch nichts. Ist das viel? Holy. Also man kann quasi alles sein. Ich lese das jetzt nicht alles durch, das wird sich im Spielverlauf wahrscheinlich dann erschließen. Okay, drücken wir mal auf Verinnerlichen. Ah, ich kann das leveln. Cool. Ja, das gefällt mir. Da bin ich schon gespannt, wie das weitergeht. Charakterbogen brauche ich jetzt gerade nicht. Gut. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Ich meine... Oh, ich kann hier was mitnehmen. Heilgegenstand. Perfekt. Kann man immer gut gebrauchen. Dich nochmal anquatschen? Hello, sweetie. Die alte Frau wendet sich mit einem Lächeln an dich. Wait, who's Sweetie? Heißt das, dass Sie mich mögen? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Ah, danke schön. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. Na gut, okay. Too married, das finde ich gut. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. In another time and place, she might have flirted back. But that ship sailed long ago. Oh ja, wahrscheinlich. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Sie fasst sich an die Stirn. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Als sie lächelnd zu dir aufschaut, funkeln ihre Augen über ihren Brillenrand. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot.
Was ist, mein Korpsgeist ist irgendwie ein bisschen crazy. Sie sitzen in einem Rollstuhl. Was eine Feststellung. Würden Sie gerne mitrollen? Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin oder was ich tue. Ich weiß gar nichts. Schätzchen braucht Geld. Bekommen Schätzchen Geld? Ich muss jetzt los. Würden Sie gerne mitrollen? Whatever do you mean? Ich möchte, dass Sie meine Partnerin im Rollstuhl werden. Helfen Sie mir, das Verbrechen zu bekämpfen, Hinterhöfe von Leichen zu befreien und Serienmörder dingfest zu machen. Rollen Sie ein paar Zigaretten für mich mit. Ich sehne mich danach, eine zu rauchen. Ach, nichts. Ich habe nur an den Text von einem Lied gedacht. Wanna roll with me. Ich nehme mal das erste. Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. Ah, das stimmt leider. A partner who'll need you to help him get a corpse down from a tree. Kim, natürlich. Sie hatte ich ganz vergessen. Ich weiß, aber es gibt auch andere Geheimnisse. Serienmörder und Abstecher ins Paranatürliche. Wahrscheinlich haben Sie recht, Kim. Das erste ist gut. Yes, and it seems to me that you do well to stick close to him. He has the look of an upstanding officer of the law, someone you can lean on. And, sweetie, you are looking unsteady. Ja, ich glaube, da ist ja nicht die Erste, die das feststellt. And even if he weren't there, I don't think you'd have much use for me. Warum nicht? 3 Köpfe sind besser als 2. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. I really would like to help out, but I don't want to slow you down. If it weren't for all the stairs and potholes and marginaise, I'd join you for sure. Sie blickt sehnsüchtig aus dem Fenster. Okay. Schätzchen braucht Geld. Mal gucken, ob das klappt. Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. You've got guns of steel and a chiseled jaw, somewhere under the bloated alcohol layer. Maybe she'd like to sponsor you. Ich hatte gehofft, dass Sie meine Sponsorin sein könnten. Was ist denn ein Gehaltscheck? Ich habe noch keinen zu Gesicht bekommen. Suggestion. Du drückst auf die Tränendrüse. Aha, wechseln wir das Thema. 92%. Ich mach's mal. Your deportment Yes. remains dignified as you shed a single manly tear. Single manly tear. So gut. Es fällt mir nicht leicht, darum zu bitten, aber ich weiß nicht mehr ein noch aus. Egal wie viel Sie mir geben können, es wäre mir eine echte Hilfe. Oh, echte steht da nicht. Habe ich einfach dazu gedichtet. Sweetie, I only have a few cents on me, but I could give you this to pawn. Just to tide you over. Sie entfernt eine goldene Erinnerungsnadel von ihrer linken Jackentasche und legt sie in deine Handfläche. Oh nein, nicht das Erinnerungsstück. Wonderful. He has a pin. The pin is round and slightly tarnished. 3 sailboats in bas-relief with the sun hovering over the water behind them. A chipped green banner at the bottom reads, San Baptiste, Summer 31. Oh Ding mein races. Gott. Oh mein Gott. Was heißt denn verpfänden? Wo kann ich ihn alle verpfänden? Das wird mir helfen, Lena. Danke. Schließ das Thema ab. Ich verspreche Ihnen, dass ich sie zurückkaufe, sobald ich mehr Geld habe. Ich frage mal, wo das geht. Cross the plaza and follow the road along the coast. Down by the water, there'll be a shack nestled against an old stone facade. That's the pawn shop. An old friend of my husband's goes there often. He says the owner is quite helpful. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Sogar mein Tutorial-Helfer redet mit mir. Das habe ich auch schon ganz vergessen. Okay, ich verspreche aber, dass ich es zurückkaufen werde. Oh, it's not an ancient family heirloom or anything, but I suppose it would be nice to get it back. Gut, okay. Ich muss jetzt los. Of course, dear. Good luck with your case. Sie winkt zum Abschied. Alright. Ich würde sagen, gehen wir mal raus und gucken, wo die Leiche ist.
Hinterhof ist wahrscheinlich hier oben. Ah, hier kann man Sachen angucken. Ah, schön. Straße. Es liegen Flaschen drin. Hättest du eine Tüte, könntest du sie einsammeln. Oh, Pfandsammler. Ich bin ja eine Vagabulle. Was haben wir hier? In dieser Schubkarre schmilzt ein Schneehaufen vor sich hin. Schön. Auf dem Straßenschild steht: Fick dich, Polizei. Wie nett. Hier? Verpisst euch, Bullenschweine. Der Straßenname ist nicht zu erkennen. Wer hätte es gedacht? Was steht hier noch? Über den Winter geschlossen. Bitte Haupteingang benutzen. Achso, ich dachte, das wäre der Haupteingang, das andere wäre der Nebeneingang. Na, egal. Waren aus dem Lastwagen liegen willkürlich verstreut in der Umgebung herum. Gut. Haha, willkommen in... Konnte ich so schnell gerade nicht lesen. Was haben wir hier? Ein Hochglanzmagazin, die kräftigsten Männer. Diese Ausgabe enthält eine Top-10-Liste. Oh, hier kann ich was machen. Oh nein, alle viel attraktiver als du. Lass dich von gut aussehenden Männern nicht ins Boxhorn jagen. Das ist albern. Wow. Jump Jam, ein beliebtes Musikmagazin. Okay. Haben wir auch noch ein Schild? Fritte. Sick. Auch mit 3T, okay. Das ist natürlich falsch geschrieben. Hier ist irgendein Tumult. Okay. Kann ich hier reingehen? Was ist denn das? Geht raus, geht wieder rein. Gelbe Rosen, Dutzende von ihnen. Auch Tulpen. Im Rundfunk läuft ein melancholischer Popsong. Oh, den brauche ich für mein Karaoke. So, tun wir hier? The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Was ist das für eine Maschine? Oh, that's the tear machine. Ja, aber was ist das? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Verstehe. Und wie sammle ich Tara für den Tara-Automaten? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Sie zuckt unbeholfen mit den Schultern. Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Somewhere. Somewhere. Ende. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritte slogan on the back. Was ist das? Du zeigst auf einen Regenmantel. Ah, schade, das ist gesperrt. Ich möchte einen Regenmantel kaufen. Ah, natürlich. Ich habe kein Geld. Ich habe 40 Cent. Ich frage trotzdem mal, was das ist. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 Real. Sie tippt auf den Glastresen. Die Regenmäntel warten geduldig darauf, erworben zu werden. Tja, leider habe ich gerade keine Moneten dafür. Okay. Ja, sprechen wir auch mal mit ihr, ne? Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Sie widmet sich wieder ihrem Magazin. What's that magazine she's reading? Bevor wir weiterreden, was ist dieses Fritz? Was für ein Magazin lesen Sie da? Fahren wir fort. Ich habe einige Fragen an Sie. Was für ein Magazin lesen Sie da? You mean this? Sie wirft einen Blick auf das Titelbild, das von einem farbenfrohen Foto zweier sich küssender Mädchen geziert wird. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Dumme, berühmte Leute. Gefällt mir, sehr futuristisch. Du tippst die sich küssenden Mädchen an. Das Magazin interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich danach gefragt habe. Sehr futuristisch. She pops her raspberry-flavored bubblegum and nods. The lieutenant frowns at you before turning to the clerk with an apologetic half-smile. Okay, bevor wir weiterreden, was ist dieses Fritte? I don't know. Frit? Und was ist Frit? A 7-to-11 grocery store.
Warum wird das Wort mit 3T I geschrieben? think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Richtig. Okay, fahren wir fort. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but Sie legt das Magazin zur Seite. Können Sie mir etwas über die Leiche erzählen? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so Kannten Sie den Verstorbenen? Wie lange ist die Leiche schon dort? Was ist Ihrer Meinung nach passiert? Okay, kannten Sie den not Verstorbenen? really. Nicht wirklich heißt das, Sie kannten ihn ein bisschen? No. I didn't know him at all. Okay. Wie lange ist die Leiche schon dort? I don't know really long. Die Antworten von der, ey. Was ist Ihrer Meinung nach passiert? I don't know. Was weißt du überhaupt, Mädchen? No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Sie kratzt sich in die Nase. Okay, danke für Ihre Hilfe. Sie wischt sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und versucht sich wieder in ihr Magazin zu vertiefen. Und ciao. Okay. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Gehen wir wieder raus. Recht auf Arbeit, das ist unser Recht. Okay, da gehen wir vielleicht gleich mal hin. Ich will erstmal hier weiter gucken. Ich habe das Gefühl, man kommt kaum vorwärts, aber man erfährt so viel allein schon durch die Dialoge. Das macht das Spiel, glaube ich, echt aus. Was haben wir hier? Eine gewaltige tektonische Kraft hat das Pflaster geknackt wie eine Eierschale. Oh well. Eine Bank. Können wir uns hinsetzen? The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Schade. We can sit on benches after we've solved the murder. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Ah. Also wohne ich jetzt doch auf der Straße. Das ist gut zu wissen. Was haben wir hier? Ein uralter Springbrunnen, er pumpt kein Wasser mehr, in ihm wächst ein Baum. Schön. Reifenspuren, die aufs Dach führen. Schneematsch und Regen haben sie fast vollständig fortgewaschen. Ich glaube, da war gerade ein Fehler drin im Text. Da war so ein Schrägstrich N, das ist Absatz. Vielleicht hat ein Seeungeheuer den Platz so zugerichtet. Oh, man weiß ja nie, ne? Man kann ja alles, man muss alles in Erwägung ziehen. Auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Den Einband dieses Buches zieren eine Rose, eine Pistole und eine halbnackte Dame. Schön. Da ist wieder so ein Umbruch drin. Auf dem Umschlag ist ein von Flammen umgebener, überaus muskulöser Mann abgebildet. Gut. Dies ist ein Buch über Pasteten. Oh ja, let's cook. Dieses Buch, du verstehst nicht so recht, worum es darin geht, und es erscheint dir auch nicht wichtig. Mein Kopf sagt mir das. Es erfordert bereits Willenskraft, den Namen des Autors zu lesen. Jan Kaus aus Igaunie, wie auch immer. Ein Buch über die Kultur der Bois. Ja, es rät zur Freiheit und empfiehlt das Glück, stromaufwärts zu suchen. Ein Buch über die Zukunft, in der die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger liest. Naja, Science Fiction. Schön. Okay, Crime, Romance and Biographies of Famous People. Gehen wir mal rein. So, was haben wir hier noch Feines? Erstmal umgucken. Geschenkbücher und geschmolzene Süßigkeiten. Geschmolzene vor allem. Schön. Alte Sportmagazine versteckt in einer dunklen Ecke. Eine Rezeptsammlung der Nationalgerichte Aders. In allen ist Seeforelle enthalten. Ja, schön. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Was haben Sie hier für Brettspiele? Du siehst dir den Stapel mit Viral-Produkten. Viral? Ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Aber ich mach das An mal. endless variety of sourcebooks, lore books, and codices litter the table.
The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick-Your-Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Spricht mich hier irgendetwas an? Vielleicht ist dieses Binoklarzeug nichts für mich. There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 Real. So viel habe ich leider nicht. Nonsense for anemic Beano-Clads. Ich würde es mir kaufen, aber ich habe gerade nicht das Geld. Okay, gehen wir erstmal raus. Dann möchte ich nach oben. Mich hier auch noch umgucken. Oh. Ah, okay, da komme ich nicht hin, klar. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Du siehst dir die Bücher an. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Es ist, nicht alle Krimi-Romane sind gut. Ich würde sogar sagen, nur ein sehr kleiner Teil von denen sind wirklich gut. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Ja, das stimmt wohl. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. Korrekt. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Wow, das ist echt sehr schön auseinandergenommen. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Klar doch. Oh Gott, nein. Nee, jetzt nicht. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen. Oh, das ist so cool. Okay, was haben wir hier? Eine altmodisch aufgemachte Bildbroschüre, sehr farbenfroh. Es ist das große Buch der faschistischen Magie. Ziemlich offenherzig. Oh, wow. Faschistische Magie. Interessant. Okay, was haben wir hier? Noch ein langweiliges Buch oder einfach hier abgelegt. Wow. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Du siehst hier die Bücher im Regal. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Wie funktioniert das? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, Es ist einfach ein homöopathisches Buch, ey. when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Okay. It's your own fault if you're ill. Got it? Was steht sonst noch in dem... Naja, okay, aha, interessant. Various paranatural books still litter the shelf. Okay, gehen wir erstmal weiter. Schauen wir hier noch. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinaise. Dann gucken wir uns doch mal die erste This an. large map displays archipelagos.
You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Und sonst? Ozon, Laurentide, Fas à la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Danke, Innenleben, das hast du sehr gut festgestellt. Radiating outwards from you, the suzerain river shore. With a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. Okay, zuerst kneifst du die Augen zusammen. Kannst du auf den Inseln Städte sehen? Du betrachtest die Ränder der Karte. Ich mach das. You can, on Caillou, river shore, a single black star. On Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Diese ganzen französischen Namen dazwischen. Ich bin froh, dass ich das hier nicht vorlese, weil ich meine, es wird ja in der Theorie vorgelesen, weil, oh mein Gott, Französisch und ich, uff. Lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Okay, dann betrachten wir noch die Ränder. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seol is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods. But looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Wow. Ah, schade, dass mein enzyklopädisches Wissen nicht so ausgereift Perhaps they ist. are gods, gods of distance and outer dust. Okay. Kann ich diese Karten kaufen? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Ich habe eh nur 40 Cent. Was willst du von mir? They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Warum ist die von Martinez so billig? Sie unterschätzen meine Ressourcen, aber okay. Yes, yes. Are you interested or not? Oh, nee, ich habe leider... Stattdessen stiehlst du sie. Nee, das ist mir wirklich... Also diese Chance ist mir wirklich zu gering. Ja, ich schaue mir die anderen Karten jetzt erstmal nicht an. Da komme ich eventuell später drauf zurück. Aber ja, mir fehlen 50 Cent. Ich brauche mehr Geld. So, was haben wir denn hier noch? The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Du siehst dir die Bücher an. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High-Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. Worum geht es? High-Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Oh mein Gott, was zur Hölle? Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime
and ruining cops' days. I really Amazing. must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. Das ist so typisch für Buchläden. Nicht lesen, nur reingucken. She understands she has erred against the customer and immediately corrects course. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Okay. Wow, alles klar. Also. Kommen wir hier rein? Oder werden wir You aufgehalten? see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Was befindet sich hinter diesen Vorhängen? Du untersuchst das seltsame, käfigförmige Ding. Du reißt die Vorhänge auf. Du ignorierst die Vorhänge fürs Erste. Ich frag mal, was sich dahinter befindet. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Was ist das denn für eine? Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Ja. Ich untersuche das mal. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Oha. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Okay. Du reißt die Vorhänge auf. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Ihre Hand hat den Anhänger ergriffen, ihre Finger spielen nervös mit dem Talisman. Parapsychologically speaking, we're dumb if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Okay. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Das ist eine Ausnahme. Ich bin Polizist und muss da unbedingt rein. Aber ich spüre, dass ich gerufen werde. Ich muss herausfinden, was sich dahinter befindet. Das ist schon sehr crazy. Das ist mir egal. Mich können Sie nicht davon abhalten. Ich werde sie öffnen. Na schön, ich werde es mir überlegen. Okay. Das ist eine Ausnahme. Why? It's not like anyone was killed there. Plötzlich stutzt sie und hält sich die Hand vor den Mund. Ihre Unverblümtheit hat sie selbst überrascht. I'm sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. The Powers, okay. Jetzt tingelt der übernatürlichen Sinn ein bisschen. Okay, ich spüre, dass ich gerufen You werde. do? My God. Even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Okay. Okay, das ist mir egal. Ich will sie aufmachen. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Was ist denn da diese Vorhang? Ich will es wissen. Lies. Rip them open, we say. Oh, mein Zwielicht meldet sich. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Okay, du ignorierst die Vorhänge. Dieses Mal reißt du sie wirklich auf. Ich will jetzt wissen, was dahinter ist. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little cage-like trinkets, your shadow looming over it like an omen. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Gehen wir mal rein. I mean, das ist einfach nur eine Rumpelkammer. Die geisterhaften Umrisse von Trockenhauben. Guck mal hier. Das leicht androgyn anmutende Porträt eines Mannes.
Schon der Blick auf diesen unmännlichen Haarschnitt bedroht deine Maskulinität. Oh mein Gott. Okay, gucken wir uns die Tür mal genauer an. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. What if you just break it down? Vielleicht sollte ich sie gewaltsam öffnen, aber erstmal sollte ich mir eine Strategie überlegen. Du klopfst an die Tür, du öffnest die Tür mit Gewalt. Schmerzgrenze ist herausfordernd. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwer. Ich klopfe einfach mal an. Only an echo. No one is there. Okay, vielleicht sollte ich sie gewaltsam öffnen. That's right. Take in your surroundings. You need to have a solid ground and a proper posture if you want to succeed. Du überprüfst erstmal deine Haltung. Steady breathing. Solid core. You've got this. With one shoulder forward, you're ready to smash into the door like a battering ram. Du siehst dich um. The room is dimly lit and littered with old barbershop rubbish. But the path to the door is clear. Und was ist mit der Tür? It's made of a solid block of wood, but it has stood there for ages. The hinges are old and coated with a carmine layer of rust. It should be doable. Okay. Ah, weil ich mich vorbereitet habe, habe ich jetzt mehr Prozente für die Probe. Okay, probieren wir es. Jawohl, grün. Rennen! Oh, shit. Ich glaube, das tat weh. Okay. You smash into the wood and see a small crack appear on the door frame. It's going to take one more try to break through to the other side. But you've done it. You're not thinking of trying again, are you? Der Lieutenant starrt dich an, du stehst grübelnd da, ohne etwas zu sagen. Wortlos wirfst du dich wieder gegen die Tür. Du wirfst dich gegen die Tür und rufst, Scheiß auf das System. Du wirfst dich gegen die Tür und rufst, keine Bewegung, ihr Drecksäcke. Du wirfst dich gegen die Tür und rufst, Hände hoch. Du wirfst dich gegen die Tür und rufst, Scheiße, das tut weh. Das zweite, das ist so gut. Okay, try it again. Komm, das schaffst du. Jawohl, wir sind drin. Das ist einfach nur ein altes Gym, oder? Sand rieselt aus einem Sandsack. Oh, Kim hat mir was zu sagen. Ich spreche ihn gleich mal an. Was haben wir hier? Auf dem Poster steht Citius Fortis. Der Rest ist nicht mehr zu erkennen. Oh, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Eine abgenutzte Sprossenwand. Sie wirkt nicht mehr sicher. Machen wir es ausprobieren. Okay, mal die Handel angucken. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. Can you even Why lift? does it feel so familiar? Fühlt es sich vertraut an, weil ich Gewichtheber bin? Du stemmst die Handel um. Da krieg ich Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, okay. 8% ist ja nichts. Ich nehme erstmal die Frage an mich selbst. No, it's not that. It's the stale smell of rubber, the squeaky sound of sneakers, your bruised knee against the mat, and a whistle. Then the feeling is gone. The memory from another life, when you were young and fit. Wenn ich das mache und wahrscheinlich die Probe definitiv nicht schaffe, weil 8% wie, ich glaube, da tue ich mir weh. Aber irgendwie ist es lustig, es zu sehen. Ich mache das jetzt einfach. Natürlich. Let's go. Ich wusste es. Ich habe You manage to hoist Gesundheitsseite. it off the ground, but the barbell feels wobbly and dangerous. Your hands slick with sweat. Turns out you're no beast, just an old man with bad form. Fick dich, du bekackte Hantel. Ich bin wohl etwas außer Form. Vielleicht waren auch bloß meine Handflächen rutschig. Egal, Gewichtheben ist sowieso etwas für geistig Zurückgebliebene. Du sagst nichts.
Ich beleidige jetzt die Handel. Weightlifting was never my favorite either. Offensichtlich möchte der Lieutenant dir Trost spenden, oder super solch Moral At von the station gym, I mean. I prefer running. It clears your head. Der Lieutenant tritt von der Handel zurück, sodass du dich in Ruhe erholen kannst. Gut, okay. Das war witzig. Hier lag auch noch was, habe ich gesehen. Ja, speicher mal gerne. Was ist denn das? Kugelstoßkugel. Die steckt er sich einfach in die Tasche. Ja, why not, ne? Okay, jetzt sprechen wir mal noch mit Kim. What is this place? Der Lieutenant starrt die staubigen Trainingsgeräte an. Das wird ein Abenteuer! Das ist die Unterwelt hinter dem Schleier. Sieht mir nach einem Fitnessstudio aus. Keine Ahnung, Kim, aber mir tut der Schädel weh. Verdammt weh. So, du dich da in die Tür gehauen hast, ey. Okay. Das wird ein Abenteuer. No, it's a gym. Though it looks like no one's been here in ages. Oh, sei doch nicht so ernst, Mann. I doubt the electricity still works. We should find a flashlight if we want to go on. There should be one in my kinema. Okay, müssen wir ja wohl endlich mal zu deinem Kinema. An eerie feeling rises in your chest. Was, wenn es einen Grund dafür gibt, dass schon seit Jahren keiner mehr hier war? Dann holen wir erstmal die Taschenlampe. Okay, was, wenn es einen Grund gibt? Yes, because it's closed. Ja, das ist natürlich der Grund. Now let's go get the flashlight, shall we? Na gut. Okay, ich will jetzt einmal kurz hier checken. Gib Lina ihre Anstecknadel zurück. Genau. Und hier haben wir jetzt die Nadel. Genau. Und die Kugelstoßenkugel. Wow. 13 Real. Das ist natürlich... da kann ich mir ja was von kaufen. Mensch. Cool. Okay. Karte haben wir immer noch nicht. Kriegen wir noch hin. Und hier Vagabulle 20%. Das ist natürlich... haben wir jetzt schon hier Erfahrung gesammelt als Vagabulle. Noch 3,5 Stunden. Okay, cool. Ja, ich glaube, ich kann hier wahrscheinlich nicht weitergehen. Oder kann ich? Alte Fensterscheiben und Schutt versperren den Gang. Ne, werde ich aufgehalten. Kim redet mit mir. It's dark. Bemerkt der Lieutenant zutreffend. This would be a lot easier with a flashlight. I've got one in the kinema's toolbox. Ja, we should ich go back for weiß. it before we continue. No sense in tripping around in the darkness. Some areas are inaccessible without your flashlight. After you've acquired it, go to your inventory and equip it in a held slot to continue exploring. Danke, Tutorial-Helfer. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Ich hab es geschafft, jetzt in über einer Stunde, tippe ich drauf, über einer Stunde, nicht zu der Leiche zu gehen, um sie zu begutachten. Ich finde, das ist eine großartige Leistung. Dafür haben wir uns eine Menge Bücher angeguckt und festgestellt, dass wir nicht so gut in Form mehr sind. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Und ich freue mich schon, wenn es weitergeht mit Elysium, weil es kann nur besser werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.